Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns lernt. Hallo zusammen. Bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Jetzt sind wir voll im B1-Niveau und heute, da sind wir bei Tag 86 Teil 1 angekommen. Und wie jeden Tag haben wir wieder 15 wichtige Wörter für euch vorbereitet. Also wirklich Wörter, die ihr im Alltag in Deutschland oft hören und auch benutzen werdet. Genau. Und denkt dran, zu jeder B1-Lektion gibt es ja auch unser extra Fragevideo zur Mini-Story. Stimmt. Dort könnt ihr laut antworten und hört direkt danach die richtige Lösung. Das ist wirklich eine fantastische Übung, um das Sprechen zu trainieren. Absolut. Und für eure Aussprache legen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode ans Herz. Das Prinzip ist ganz einfach. Ja. Ihr hört einen Satz von uns, drückt kurz auf Pause, sprecht den Satz laut nach und macht dann einfach weiter. Das hilft wirklich enorm. Unser heutiges Thema ist Sporttreiben. Ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, oder? Auf jeden Fall. Entweder weil wir selbst aktiv sind oder weil wir gerne im Fernsehen oder im Stadion zuschauen. Wir schauen uns heute mal die wichtigsten Wörter für Wettkämpfe, Spiele und Training an. Super. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, denn am Ende gibt es wieder unsere Mini-Story. Da kommen dann alle 15 neuen Wörter in einem sinnvollen Kontext vor. So seht ihr direkt, wie alles zusammenspielt. Lass uns anfangen. Also, unser erster Themenblock, der dreht sich so um die großen Sportveranstaltungen. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Event, das über ein ganzes Wochenende oder sogar länger dauert. Ah, okay, das wäre dann das Turnier. Genau. Ein Turnier ist also eine große Veranstaltung, die aus vielen einzelnen Spielen oder Wettkämpfen besteht. Ganz genau. Im Englischen würde man dazu Tournament sagen. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein riesiges Turnier. Aber auch, sagen wir mal, ein lokales Schachturnier am Wochenende ist ein Turnier. Verstehe. Ein guter Beispielsatz wäre also, am Wochenende findet ein großes Turnier statt. Das klingt sehr alltagstauglich. Absolut. Und was passiert innerhalb von so einem Turnier? Da gibt's ja viele einzelne Begegnungen, bei denen es um den Sieg geht. Wie nennt man so ein einzelnes Spiel? Das ist dann der Wettkampf. Richtig. Also der konkrete sportliche Kampf in einem einzelnen Event, um herauszufinden, wer besser ist. Richtig. Auf Englisch ist das die Competition. Jedes einzelne Fußballspiel während eines Turniers ist ein Wettkampf. Oder bei Olympia ist jeder 100-Meter-Lauf ein eigener Wettkampf. Verstehe. Man könnte also sagen, er trainiert für den nächsten Wettkampf. Damit meint man dann dieses eine spezifische Event, auf das man sich vorbereitet. Exakt. Und wenn man jetzt eine ganze Saison lang, also über viele Monate, einen Wettkampf nach dem anderen spielt, was ist dann das große Ziel ganz am Ende? Das muss die Meisterschaft sein. Ja, Also der Titel, der am Ende einer langen Saison an das beste Team oder den besten Sportler vergeben wird. das ist es. Im Englischen sagt man Championship. In Deutschland ist zum Beispiel der Gewinn der Fußball-Bundesliga die Deutsche Meisterschaft. Das ist ein riesiges Ereignis. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oft mit Paraden und großen Feiern in der Stadt des Gewinnerteams. Das gibt dem Wort gleich viel mehr Leben. Ein Beispielsatz, der das Ergebnis zusammenfasst, wäre: Sie haben die Meisterschaft gewonnen. Das ist sozusagen der Gipfel des Erfolgs. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, muss man natürlich viele andere schlagen. Das führt uns direkt zum letzten Wort in diesem Block. Gegen wen spielt man denn? Man spielt gegen den Gegner. Das kann eine einzelne Person sein, wie im Tennis, oder ein ganzes Team, so wie im Basketball. Genau, auf Englisch nennt man diese Person oder das Team den Opponent. Im Sport will man den Gegner natürlich besiegen, aber guter Sport zeichnet sich immer durch Fairness und Respekt vor dem Gegner aus. Ein sehr wichtiger Punkt. Ein Satz wie „Der Gegner war sehr stark“ drückt ja auch aus, dass der eigene Sieg dadurch noch wertvoller wird. Das stimmt. So, das waren die Substantive rund um die Events. Jetzt wird es aktiv. Wir kommen zu den Verben. Was ist die grundlegendste Handlung in einem Wettkampf? Ich würde sagen, man muss kämpfen. Ja. Das heißt, man strengt sich maximal an, gibt wirklich alles und setzt seine ganze Kraft und seinen Willen ein, um zu gewinnen. Perfekt beschrieben. Das englische Wort ist to fight. Und da es ein Verb ist, ist die Perfektform wichtig. Die lautet hat gekämpft. Ein typischer Satz nach einem schweren Spiel wäre dann: Die Mannschaft hat bis zum Ende gekämpft. Genau. Das zeigt diesen Willen, auch wenn die Situation vielleicht schwierig war. Ja, das ist ein großes Kompliment im Sport. Während das eine Team kämpft, um ein Tor zu schießen, muss das andere Team ja genau das verhindern.
Wie nennt man diese Aktion? Das ist das Verteidigen. Richtig. Man versucht also, das eigene Tor oder den eigenen Korb zu schützen und zu verhindern, dass der Gegner einen Punkt macht. Genau. Auf Englisch sagt man to defend. Und die Perfektform hierzu ist hat verteidigt. Man hört Trainer oft rufen, wir müssen unser Tor besser verteidigen. Ja, ständig. Das bedeutet, die Abwehr muss konzentrierter arbeiten. Richtig. Und wenn die Verteidigung des Gegners mal einen Fehler macht und das eigene Team ein Tor schießt, was passiert dann auf den Rängen, im Publikum? Oh, das ist der beste Moment. Die Fans jubeln. Ja, Sie zeigen ihre Freude ganz laut, sie schreien, klatschen, singen. Diese Energie im Stadion ist einfach unglaublich. das stimmt, das ist Gänsehaut pur. Das passende englische Wort ist to cheer. Die Perfektform lautet, der has cheered, hat gejubelt. Mhm, Man kann das im Stadion erleben, aber natürlich auch zu Hause vor dem Fernseher. absolut. Ein einfacher Satz, der diese Atmosphäre beschreibt. Die Fans jubeln im Stadion. So, wir hatten eben das Verb kämpfen. Was ist denn das genaue Gegenteil, wenn man die Hoffnung verliert? Das wäre aufgeben. Das bedeutet, man hört auf zu kämpfen. Entweder weil man körperlich nicht mehr kann oder weil man glaubt, keine Chance mehr auf den Sieg zu haben. Auf Englisch sagt man to give up. Die Perfektform ist hat aufgegeben. Wichtig ist, es ist ein trennbares Verb, also ich gebe auf. Genau. Und der Beispielsatz ist gleichzeitig eine fantastische Motivation, nicht nur im Sport, sondern im ganzen Leben. Niemals aufgeben. Ein perfektes Motto. Okay, wir haben jetzt die Events und die Handlungen besprochen. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, machen wir eine ganz kurze Pause. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, eure Deutschkenntnisse zu verbessern, dann unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Mhm. So bleibt ihr motiviert und lernt jeden Tag mit uns weiter. Super, weiter geht's. Nach all dem Kämpfen und Verteidigen gibt es am Ende ein Resultat. Fangen wir mit dem Besten an, der Sieg. Genau. Der Sieg ist der Erfolg im Spiel. Ganz einfach, man hat gewonnen. Das ist das Ziel, auf das man die ganze Zeit hinarbeitet. Das englische Wort dafür ist Victory. Ein sehr positives und starkes Wort. Und der Moment danach ist unbezahlbar. Man könnte sagen, wir haben den Sieg gefeiert. Das ist die Belohnung für die harte Arbeit. Aber es kann natürlich nicht immer jeder gewinnen. Was ist das Gegenteil vom Sieg? Das ist die Niederlage. Ja, Eine Niederlage erleidet man, wenn man das Spiel oder den Wettkampf verloren hat. Kein schönes Gefühl, aber es gehört dazu. auf Englisch ist das Defeat. Und du hast recht, es ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses im Sport. Genau das drückt auch unser Beispielsatz aus. Eine Niederlage gehört zum Sport dazu. Man lernt daraus und wird beim nächsten Mal hoffentlich stärker. Eine sehr gesunde Einstellung. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit. Ein Spiel muss ja nicht immer mit Sieg oder Niederlage enden, oder? Stimmt, es kann auch unentschieden ausgehen. Mhm. Das bedeutet, es gibt keinen Gewinner, der Punktestand ist am Ende gleich, zum Beispiel 1:1 im Fußball. Im Englischen sagt man dafür Draw oder auch Tie. Bei manchen Sportarten wie Fußball kommt das relativ häufig vor. Der Satz dazu ist ganz einfach. Das Spiel endete unentschieden. Genau. Beide Teams bekommen dann meistens einen Punkt. Und was passiert in einem Turnier, wenn man eine entscheidende Niederlage erleidet und nicht mehr weiterkommen kann? Dann ist man raus. Das passende Verb dafür ist ausscheiden. Ja, Man muss das Turnier verlassen und hat keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. das englische Äquivalent ist to be eliminated. Hier ist die Perfektform besonders wichtig, denn sie wird mit sein gebildet. Ah, okay. Also, Ist ausgeschieden. genau. Ein trauriger Satz für jeden Sportler wäre dann, wir sind im Halbfinale ausgeschieden. Man war so nah dran am Finale, aber hat es nicht ganz geschafft. Genau. So, jetzt haben wir die Ergebnisse. Zum Abschluss schauen wir uns noch 3 sehr nützliche Adjektive an, mit denen man ein Spiel oder Training beschreiben kann. Fangen wir mit einem Wort an, das die Anstrengung beschreibt. Wenn alle Spieler an ihre Grenzen gehen, dann war das Training Intensiv. richtig. Intensiv bedeutet sehr stark, mit viel Kraft und hoher Konzentration. Ein intensives Training macht einen sehr müde, aber langfristig eben auch viel besser. Klar, das englische Wort ist intensive. Und das kann man ja nicht nur für Sport benutzen, sondern auch für eine intensive Diskussion oder eine intensive Lernphase. Unser sportlicher Beispielsatz ist, wir hatten ein intensives Training. Absolut. Das nächste Adjektiv beschreibt ein besonders spannendes Ergebnis, wenn es am Ende 3.2 steht und nicht 5.0.
Dann war das Ergebnis knapp. Genau. Das bedeutet, es war sehr eng und die beiden Gegner waren fast gleich stark. Exakt. Im Englischen würde man das als tight oder close bezeichnen. Solche Spiele sind für die Zuschauer oft die aufregendsten, weil man bis zur letzten Sekunde mitfiebert. Ja, das stimmt. Man könnte also sagen, das war ein sehr knappes Ergebnis. Und in so einem knappen Spiel gibt es oft einen einzigen Moment, der alles verändert. Das bringt uns zu unserem letzten, sehr wichtigen Adjektiv. Das muss entscheidend sein. Ja, Entscheidend bedeutet, etwas ist so wichtig, dass es das Endergebnis bestimmt. Der eine Moment, der über Sieg oder Niederlage bestimmt. perfekt. Das englische Wort ist decisive. Das kann ein Tor sein, ein Fehler oder eine geniale Aktion. Unser Beispielsatz beschreibt genau das. Das war das entscheidende Tor. Also genau das Tor, das am Ende den Unterschied gemacht hat. Sehr gut, jetzt habt ihr alle 15 Wörter gehört und verstanden. In unserer folgenden Mini-Story kommen sie alle noch einmal vor. Versucht mal beim Zuhören, die Wörter zu erkennen. Die Geschichte handelt von Jonas und seinem Fußballteam. Hört gut zu, los geht's. Der heutige Gegner ist bekannt für seine starke Abwehr. Das Spiel beginnt und ist von der ersten Minute an unglaublich intensiv. Beide Teams kämpfen um jeden Ball und es gibt kaum eine ruhige Minute. Jonas' Mannschaft muss sehr oft verteidigen, weil der Gegner immer wieder gefährlich angreift. Lange Zeit steht das Spiel unentschieden, 1:1. Die Zeit vergeht und die Anspannung steigt. 5 Minuten vor dem Ende passiert es dann. Der Gegner schießt nach einem Konter das 1:2. Eine Niederlage scheint plötzlich unvermeidbar. Man sieht, wie einige von Jonas' Mitspielern die Köpfe hängen lassen und fast schon aufgeben wollen. Aber ihr Trainer schreit von der Seite, sie sollen weiterkämpfen bis zum Schlusspfiff. Und diese Motivation wirkt. In der allerletzten Minute bekommt Jonas den Ball, dribbelt an 2 Verteidigern vorbei und schießt das entscheidende Tor zum 2:2. Die Fans auf der Tribüne jubeln so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen. Dort behält Jonas' Team die Nerven und gewinnt. Es ist ein unglaublicher Sieg nach einem so unfassbar knappen Spiel. Der starke Gegner ist damit endgültig ausgeschieden und Jonas' Team feiert den Gewinn der Meisterschaft. Das war unsere Geschichte für heute. Eine wirklich spannende Story mit einem Happy End für Jonas und sein Team. Habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Ja, eine klassische Sportgeschichte, die zeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Man sieht hier auch toll, wie die Wörter zusammenhängen. Das große Turnier gipfelt im Finale der Meisterschaft. Genau. Dort trifft man auf einen starken Gegner in einem intensiven Spiel. Man muss gut verteidigen und bis zum Ende kämpfen, um eine Niederlage zu vermeiden. Und selbst wenn man fast schon aufgeben will, kann ein einziger entscheidender Moment alles ändern, sodass die Fans jubeln können. Und am Ende gibt es den Sieg oder das Spiel endet unentschieden. Wer verliert, ist ausgeschieden. Perfekt zusammengefasst. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern in Kommentare, so übt ihr aktiv weiter. Ja, genau. Versucht doch mal, einen Satz mit knapp oder ausscheiden zu bilden. Das ist eine hervorragende Übung. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr täglich mit uns weiterlernen wollt, dann abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Morgen geht es hier weiter mit einem ganz anderen, aber ebenfalls sehr wichtigen Alltagsthema. Richtig, morgen lautet unser Thema Wohnungssuche und Miete. Wieder mit 15 neuen praktischen Wörtern für euer Leben in Deutschland. Wir freuen uns schon auf euch. Bis morgen. Tschüss.